Du hast vermutlich vor kurzem erfahren, dass du ab dem kommenden Semester in Budapest studieren wirst. Ob jetzt ein Semester, ein Jahr oder das ganze Studium, egal. Deine nächste große Herausforderung ist, die richtige Wohnung oder das richtige Zimmer für dich zu finden. Zunächst mal ist das gar nicht so schwer, denn es gibt eine Menge Leute, Privatpersonen, die ihre Wohnungen an Studenten vermieten. Die kann man dann über Facebook-Gruppen oder WG-Portale anschreiben. Und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich hätte die gerne. Und er sagt dann, ja gut, dann überweise jetzt die Kaution und die erste Miete und dann ist sie dein. Und das wirft natürlich eine Menge Fragen auf, denn du hast ja keine Chance, aus Deutschland oder wo auch immer du gerade bist, die Wohnung selbst in Augenschein zu nehmen. Das heißt, es stellt sich die Frage für dich, ist das überhaupt der Vermieter, mit dem du da gerade korrespondierst? Gibt es die Wohnung überhaupt? Sind die Zimmer in dem Zustand, den die Fotos vermuten lassen? Was ist das für eine Art von Vermieter? Lässt er dich vielleicht im Stich, wenn es irgendwelche Probleme gibt? Wie verhält er sich beim Auszug? Vielleicht kassiert er einfach die ganze Kaution ohne nähere Gründe ein. Es gibt viele Geschichten auf Facebook, die einen erschauern lassen. Schlechte Erfahrungen von Studenten, die hier mit Vermietern so ihre Schwierigkeiten hatten. Und das ist der Grund, warum es uns gibt. Wir haben die Plattform WG-Zimmer in Budapest geschaffen, damit es eine Möglichkeit für dich gibt, dieses Minenfeld zu umschiffen. Das heißt, dass du genau weißt, was du bekommst und dass es zu rechtsverbindlichen Verträgen führt, auf die du dich verlassen kannst. In den nächsten Minuten werden wir dir ein bisschen mehr erklären, wer wir sind und wie wir dir helfen können, das richtige Zimmer oder Apartment für dich zu finden. Wir sind zunächst mal Berater für private Investoren. Viele davon kommen aus Deutschland und möchten in Wohnraum in Budapest investieren. Das können Airbnb-Apartments sein, das können Häuser und Wohnungen für Familien sein, aber auch relativ häufig Studentenwohnungen. Und unser Job ist es, nicht nur die Wohnungen zu finden, die dann in sehr guter Lage sein müssten, relativ nah zu den Unis, auch mit sehr, sehr guter Öffi-Anbindung, und dann dafür zu sorgen, dass sie euren Bedürfnissen entspricht. Das heißt, wir möblieren sie, wir renovieren sie teilweise und sorgen dafür, dass es euch an nichts fehlt. Die dritte Phase ist dann, dass wir sie für den Eigentümer verwalten und vermieten. Das heißt, wir sind dein Ansprechpartner vor Ort und das bringt eine Menge Vorteile mit sich. Auf unserer Webseite WG-Zimmer in Budapest bieten wir alle Informationen zu den Zimmern an. Um euch bei der Entscheidung zu helfen, stellen wir nicht nur Bilder zur Verfügung, sondern auch Video-Walkthroughs. Dadurch bekommt ihr einen realistischen Eindruck der Zimmer als auch der gesamten WG. Ein weiterer Vorteil unserer Plattform ist, dass die zukünftigen Mieter die Möglichkeit haben, nicht nur die WGs selbst, sondern auch die Lage der Wohnung kennenzulernen. So weiß man im Voraus, was einen erwartet und dass das neue Zuhause den eigenen Bedürfnissen entspricht. Wir sind jederzeit über WhatsApp und telefonisch erreichbar, um auf alle offenen Fragen einzugehen. Bei individuellen Wünschen nehmen wir nach Möglichkeit Rücksicht, wie zum Beispiel bei der Zusammensetzung einer WG. So stellen wir sicher, dass jeder sein perfektes Zimmer findet, ohne unnötigen Stress. Also, wie rechtssicher sind online geschlossene Verträge? Laut BGB sind schriftliche, also handschriftliche und elektronische in vielen Fällen gleichgestellt. Ich würde jetzt kein Testament damit machen, aber für einen Mietvertrag reicht es allemal. Es müssen nur zwei Dinge gewährleistet sein. Erstens, das Angebot muss klar sein. Welches Zimmer, welche Wohnung, an welcher Adresse, wer ist der Vermieter, was kostet die Wohnung im Monat, was sind die Nebenkosten, wie ist das mit der Kaution geregelt. Das ist das Angebot. Der zweite Teil, der gewährleistet sein muss, ist die Annahme, das heißt die Willenserklärung, dass du sagst, ja, ich bin einverstanden. Das kann im Zweifel sogar eine E-Mail sein. Bei uns ist das so geregelt, dass wir ein Signaturtool benutzen. Und das heißt, dass wir zunächst mal die Daten der Wohnung, die für dich relevant sind, dort eintragen und dann wird es an dich geschickt. Damit steht das Angebot. Du guckst dir das Ganze durch, wenn du Fragen hast, dann stellst du sie uns und am Ende sagst du, okay, ich unterschreibe das und fülle meine Daten ein.
So, und dann kommt es am Ende danach zum Vermieter und er sieht das bei sich, kritzelt ebenfalls seine Unterschrift drauf und wenn das geschafft ist, dann ist der ganze Vertrag rechtsgültig und eine Kopie des ganzen Vertrages wird als schreibgeschütztes PDF, was man also nicht nachträglich noch bearbeiten kann, an alle Parteien geschickt und damit kannst du dich darauf verlassen, dass das Ganze rechtsgültig ist und dass du, wenn du ankommst, sicher sein kannst, ja, das Zimmer ist meins. Der Vertrag ist geschlossen und dein Anreisetag nähert sich und ein paar Tage vorher erhältst du von uns eine E-Mail. Darin ein Link zu einer WhatsApp-Gruppe und diese WhatsApp-Gruppe ist ein Kanal einerseits, um dich mit deinen Mitbewohnern abzustimmen, andererseits auch mit uns. Das ist natürlich hilfreich, gerade bei der Anreise, denn wir wissen ja jetzt nicht, wann du genau ankommst und wenn das zu den normalen Zeiten ist, dann werden wir natürlich da sein, dich in den Empfang nehmen, den Schlüssel übergeben, alles erklären und gut. Wenn es aber zu einer sehr, sagen wir mal, unchristlichen Zeit ist, Samstagnacht, 1 Uhr, dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten und das eine wäre, dass, wenn schon andere in der Wohnung sind, du dich mit ihnen abstimmst und sie dich dann reinlassen. In dem Fall würde der Schlüssel auf deinem Schreibtisch auf dich warten. Der andere ist, dass du in einem der hiesigen Hostels vielleicht unterkommst. Das kostet relativ wenig und die haben oft 24-Stunden-Check-in und damit wäre die Situation für dich gelöst und dann sehen wir uns dann halt am nächsten Morgen. Das Zweite, was wir beim Onboarding noch machen, ist, wir senden dir auch einen Link zum Guide. Und der Guide soll nicht nur erklären, wie die Dinge in der Wohnung funktionieren und auch schon so ein paar Erste-Hilfe-Troubleshooting-Tipps geben. Das ist durchaus wertvoll, denn manche Probleme lassen sich sehr schnell beheben und man ist aber trotzdem aufgeschmissen, weil man nicht weiß, wie es geht und müsste dann irgendwie einen Tag oder zwei auf einen Techniker warten. In dem Guide erfährst du, wie man da drumherum kommt. Außerdem sind da wichtige Telefonnummern, unter anderem auch medizinische Hotline etc. Könnte also sehr hilfreich sein und dementsprechend stellen wir den auch früh zur Verfügung, damit du ihn dir schon mal durchlesen kannst und später auch als Nachschlagewerk benutzen kannst. Zunächst mal sind wir ja auch in Vertretung des Eigentümers hier. Wir wohnen auch hier, sind also immer in der Nähe. Das unterscheidet uns natürlich von den Eigentümern, die meistens in einem komplett anderen Land leben und dementsprechend auch jetzt nicht zur Hilfe eilen können. Ja, und Situationen, wo man Hilfe gebrauchen kann, gibt es immer und dafür sind wir da. Erst neulich, komische Situation, aber jemand hat sich im Bad eingeschlossen und anschließend klappte das Schloss nicht mehr. Das heißt, er kam nicht mehr aus dem Klo raus. Ja, was macht man in solchen Fällen? In der Regel dann erstmal uns anrufen und dann klären wir das, wie wir das lösen können. Wir haben natürlich auch ein Netzwerk an Leuten, sodass wir in der Regel relativ schnell jemand haben. Gewiss zaubern können wir auch nicht, aber wir tun unser Bestes, dass es so schnell wie möglich klappt und im Fall des Eingeschlossenen natürlich noch innerhalb weniger Stunden und nicht innerhalb weniger Tage. Es gibt natürlich viele andere Situationen. Heizung fällt aus, Strom fällt aus, was auch immer. Und für viele, die jetzt zum ersten Mal vielleicht alleine wohnen, ist das eine ungewohnte Situation. Und auch das ist eben der Punkt, wo unser Support greift. Wir kennen das auch von unseren Töchtern und dementsprechend bemühen wir uns sehr, da dir eine Hilfe zu sein und alles zu tun, was möglich ist. Oder auch manchmal reicht ja schon telefonischer Support, wenn also jemand anruft und sagt, wie neulich geschehen, Strom klappt teilweise in der Wohnung nicht, dann ist natürlich schon der erste Blick auf den Sicherungskasten. Aber manchmal sind die Wohnungen ein bisschen anders und dann gibt es nicht nur einen, sondern auch zwei Sicherungskästen und die sind an völlig verschiedenen Orten. Und dann ist es natürlich gut, dass wir es wissen und sagen können, schau doch bitte nochmal danach. Ähnlich mit vielen anderen Situationen, was weiß ich, es verstopft sich etwas in der Dusche, Wasser kommt hoch, was könnte es sein? Wenn man es ein paar Mal erlebt hat, weiß man es natürlich und weiß auch, wie man damit umgehen kann. Aber auch hier können wir Support bieten. Einerseits dann erstmal Ferndiagnose und dann aber auch selber oder halt mit Hilfe von Profis und Technikern, die das Ganze dann reparieren, fixen, wie auch immer. Du wirst jetzt hier nicht allein gelassen, musst dich jetzt also nicht selbst um größere Probleme kümmern. Dafür gibt es uns.